Heute vor allem Einkaufsmeile, aber früher waren hier Berlins wichtigste Kinos riesige Lichtspielpaläste. Im Marmorhaus hatte 1920 das Stummfilmmeisterwerk Das Kabinett des Dr. Caligari Premiere. Die Originalfilmmusik ist schon lange verschollen. Doch Karl Bartos, einst Mitglied der legendären Band Kraftwerk und bekennender Stummfilmfan, hat das Werk jetzt neu vertont. Es ist der erste Psychothriller der Welt und der wohl einflussreichste deutsche Stummfilm aller Zeiten. Das Kabinett des Dr. Caligari. Und der Mann, der sich über 4 Jahre versenkt hat in die schräge Welt dieses Klassikers, ist selbst eine Legende. Karl Bartos. Mit der Band Kraftwerk schrieb er Musikgeschichte. Wir sind mit ihm auf den Spuren des Dr. Caligari unterwegs in die Deutsche Kinemathek. Ich habe den Film lange nicht verstanden, aber die Bilder haben mich so dermaßen fasziniert, dass ich eigentlich mich immer damit beschäftigt habe. Die Geschichte des Schlafwandlers Cesare, der unter dem Einfluss des dämonischen Dr. Caligari steht, wurde vor über 100 Jahren in Berlin-Weißensee gedreht. Ich bin zuerst über diese verrückte Bildwelt eingestiegen und zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich den Ton immer abgedreht habe. Es gibt unendlich viele Soundtracks dazu, aber ich habe was anderes gehört. Und ich habe halt die Herausforderung gespürt, wie mache ich aus Stille Kunst? Karl Bartos wagt etwas, das im Stummfilm eigentlich tabu ist. Neben Musik arbeitet er mit Geräuschen und sogar Stimmen. Es entsteht eine Klangkulisse, die er im stillen Kämmerlein zu Hause in Hamburg gebastelt hat. Ich bin also in unserem Haus rumgelaufen, im Heizungskeller. Und dann habe ich an alle Türen geklopft, bin überall rumgegangen in unserem Haus. Ich habe alle Schränke, alle Küchengeräte, alles habe ich aufgenommen und habe angefangen, diese Klänge wieder mit den Quellen zu verbinden. Wie klingt das Böse? Beispielsweise, das war ein Grundgedanke. Haben böse Menschen keine Lieder? Oder wie würde ich mir den Sound jetzt vorstellen, in dem Moment, wo ein kranker Mensch einen Mord begeht? Was hört er da? Ist das Böse dissonant? Oder ist es vielleicht ein herrliches Dur der Erlösung? Im Oktober 1919 wird das Kabinett des Dr. Caligari innerhalb von nur einer Woche abgedreht. Ein Modell der Deutschen Kinemathek zeigt die Produktionsbedingungen. Um zu sparen, werden die Kulissen damals aus Sperrholz, Papier und Leim gebastelt. Da waren die Schauspieler, da war der Regisseur, da waren die Künstler, da waren die Kameraleute. Also dieses Team von Menschen schuf das Kunstwerk einer neuen Art. Und das fand ich faszinierend. Weil der Zusammenschluss von Kreativität, das hatte man zum Beispiel in der klassischen Musik nicht. Da war immer das Genie, das eine Symphonie geschrieben hat. Klaus Bartos studiert Klavier, Vibraphon und Schlagzeug. Ab Mitte der 70er Jahre kommt er mit der Gruppe Kraftwerk zu Weltruhm. Wir sind die Roboter. Wir sind die Roboter. Also wir haben damals das Album genannt nach Metropolis die Mensch-Maschine. Das war 1978 und da kam ich mit dem Film der Weimarer Republik in Berührung. Für Bartos ist der Blick auf die 100 Jahre alten Filme auch eine Reflexion der Gegenwart. Caligari entstand nach der Schreckenserfahrung des Ersten Weltkriegs. Er erzählt von Angst, Identitätsverlust, dem Missbrauch von Macht. Von einer Gesellschaft, die scheinbar aus Verrückten besteht. Das, finde ich, ist die Botschaft des Kabinettes Dr. Caligari, das Verschwinden der Wirklichkeit, gerade auch im digitalen Zeitalter. Das digitale Universum trägt ja auch wirklich dazu bei, die Wirklichkeit verschwinden zu lassen. Es ist ja ein Spiegel unserer jetzigen Gesellschaft, aber ein Zerrspiegel.
Als Musiker hat es Karl Bartos in die Rock'n'Roll Hall of Fame geschafft. Wer ihn jetzt live erleben möchte, muss ins Kino gehen, wenn Karl Bartos das Kabinett des Dr. Caligari neu zum Leben erweckt. Ein Vorteil dieses neuen Kunstwerks und der Digitalisierung ist, dass man es immer schön verändern kann. Also es bekommt ein Update, das habe ich aus dem Silicon Valley gelernt, aber das gab es auch früher schon. Wir schreiben weiter.